Hallo liebe VulkanierInnen! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Linux einen Podcast-Client installieren könnt. Podcast-Clients werden auch als sogenannte Podcatcher bezeichnet. Einer der bekanntesten Podcatcher heißt gPodder und den könnt ihr ganz einfach installieren. Wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt. Bei SpaceFun, meiner Linux-Distribution, ist gPodder bereits vorinstalliert. Im Folgenden möchte ich dir dennoch kurz zeigen, wie du gPodder auf einem Debian- oder Ubuntu-basierten System installieren kannst. Öffne dazu ein Terminal und gebe den Befehl sudo apt install gPodder ein. Dann wirst du nach deinem Passwort gefragt und kurz darauf wird gPodder bereits im Hintergrund installiert. Danach kannst du gPodder im Menü wiederfinden. Üblicherweise ist das hier im Bereich Unterhaltungsmedien zu finden. Du kannst aber auch die Suche verwenden und dann taucht es sofort auf. Beim ersten Start der Anwendung wirst du erstmal gefragt, ob du einen Podcast aus einer Liste von Beispielpodcasts wählen willst. Ich empfehle das nicht, weil die Liste ist recht klein, da ist nicht viel zu finden und ich empfehle dir, die Podcasts durch die Eingabe von einer URL hinzuzufügen. Wie das geht, das möchte ich hier am Beispiel unseres Podcasts auf gnulinux.ch, der Podcast heißt übrigens Captain It's Wednesday, zeigen. Dazu gehst du auf die Webseite gnulinux.ch und scrollst da ganz ans Ende der Seite. Hier unten findest du so ein Mikrofonsymbol. Jetzt klick da aber bitte nicht einfach drauf, sondern sag hier mit der rechten Maustaste Linkadresse kopieren. Jetzt hat er im Hintergrund die Linkadresse bereits im Copy- und Paste-Buffer und jetzt kann ich hier auf diesen Knopf Podcast durch URL-Eingabe hinzufügen klicken. Jetzt hat er mir den hier automatisch schon reingepastet und ich kann einfach nur noch Add sagen. Im nächsten Schritt bietet er dir an, die Podcasts bereits herunterzuladen. Wir sagen jetzt hier erstmal Select None und wählen jetzt zum Beispiel mal die letzte Folge aus zum Thema Terminal. Die habe ich zusammen mit Ralf Hersel aufgenommen. Und jetzt könnte ich hier schon sagen Download. Jetzt wird im Hintergrund diese Podcast-Folge bereits heruntergeladen. Das seht ihr hier. Hier zeigt er jeweils den Status an. Und ich könnte nun mit der rechten Maustaste hier abspielen wählen. Ich mache es aber meistens so, dass ich mir die Podcasts streame, denn ich möchte nicht jeden Podcast auf meiner Festplatte rumfliegen haben, deswegen aktiviere ich die Streaming-Funktion. Wie das genau geht, das möchte ich euch jetzt auch noch zeigen. Und zwar hier im Menü gPodder, Einstellungen, hast du die Möglichkeit, einen Audioplayer zu definieren. Dieser Audioplayer sollte streamingfähig sein. Unter anderem kann die Anwendung Audacious, die kann streamen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die oft zwischendrin abbricht und nicht so stabil funktioniert. Hingegen mit dem Audio- und Multimedia-Player Strawberry habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Falls ihr den noch nicht installiert habt, dann probiert den unbedingt mal aus. Ich kann den sehr empfehlen. Ich wähle jetzt hier also den Multimedia Audio Player Strawberry und sage Close. Und jetzt habe ich hier auch die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste den Punkt Streamen zu wählen. Das mache ich jetzt hier einmal. Und jetzt öffnet sich hier schon die Applikation mit dem entsprechenden Stream und ich muss nur noch auf Play drücken und im Hintergrund wird bereits die Podcast-Folge abgespielt. Wenn ihr jetzt hier so einige Podcasts zusammengesammelt habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, diese Abonnements zu exportieren. Dieses Exportformat heißt OPML. Möglicherweise habt ihr auch schon Freunde, die Podcasts gerne hören. Dann fragt die doch einfach mal, ob euch diese Freunde ihre persönliche OPML-Datei zur Verfügung stellen können. Vielleicht entdeckt ihr ja auch etwas Interessantes dabei. Und zur Not könnt ihr einfach den Podcast auch hier wieder rauslöschen. Wenn ihr also diese OPML-Datei habt, also ihr könnt jetzt eure Sammlung auch exportieren, dann empfehle ich euch diese Datei zu sichern. Meine Podcasts zum Beispiel. Podcasts.
Die habe ich jetzt weggespeichert und die könnte ich jedes Mal, auch wenn ich meinen Rechner wechsle oder zum Beispiel auf meinem Handy auch Podcasts höre, wenn ihr zum Beispiel Android verwendet, dann empfehle ich dort die Applikation AntennaPod, die ist sehr gut. Und für Ubuntu Touch, was ich jetzt zum Beispiel nutze, gibt es auch eine App und die heißt Podphoenix und die finde ich auch klasse. Also jetzt habt ihr diese OPML-Datei, ihr habt jetzt euren ersten Podcast, nämlich den Podcast von gnulinux.ch, hier bereits importiert und sogar eure Podcasts-Einstellungen in einem OPML-Format exportiert. Jetzt möchte ich euch trotzdem noch mal einige Alternativen vorstellen. Gpodder ist super und ich benutze das selber auch, aber es gibt durchaus auch noch andere Programme. Gpodder läuft unter anderem zum Beispiel auf etwas älterer Hardware nicht ganz so gut, aber dazu komme ich nachher nochmal. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch die App Podcast ausgewählt. Die findet ihr auf GitHub und ich werde euch den Link natürlich in die Beschreibung packen. Wenn ihr hier auf diesem GitHub Repository angekommen seid und auf der Release-Seite seid, dann findet ihr dort jeweils die neueste Applikation. Und die könnt ihr jetzt hier halt zum Beispiel herunterladen. Die gibt es jetzt hier für unterschiedliche Plattformen, Linux. Hier müsst ihr einfach aufpassen, die gibt es nur für 64-Bit Linux. Ich habe jetzt hier ein 64-bitiges Linux installiert und wähle jetzt hier podcast-linux-x64.zip. Jetzt müssen wir die Applikation natürlich noch irgendwo sichtbar machen. Dazu habe ich für euch schon mal etwas vorbereitet, so ein kleines Cheat-Sheet. Da steht nochmal alles drin. Und zwar möchte ich jetzt hier diese App in mein Bin-Verzeichnis, in meinem Home-Ordner entpacken. Ich gehe also in meinen Home-Ordner, könnt auch hier drüber gehen, sage jetzt neu erstellen Ordner, sage Bin, habe jetzt mein Bin-Verzeichnis, dort lege ich üblicherweise alle meine persönlichen Programme ab. Hier sollte jetzt im Hintergrund diese Podcast-Client schon heruntergeladen haben und den kann ich jetzt hier auch entsprechend dann entpacken. Jetzt wähle ich hier als Entpackordner den Ordner Bin aus und jetzt wird Podcast bereits entpackt. Ich schaue nochmal nach. Im Ordner Bin finde ich jetzt Podcast Linux-x64. Jetzt möchte ich gerne auch noch, dass der Podcast-Client Podcast bei mir im Menü erscheint. Dazu kann ich mir jetzt, wie bekannt, eine .desktop-Datei erstellen. Ich könnte das jetzt hier mal machen. Ich könnte jetzt mit VI oder Nano in diese Datei, die liegt unter meinem Home, /.localshareapplications und ich nenne die podcast.desktop. Wie ihr bereits wisst, wenn ihr meine anderen Videos geschaut habt, dann hat diese .desktop-Datei immer ein bestimmtes Format. Das sieht ungefähr so aus. Das könnt ihr dann bei Bedarf an eure persönlichen Einstellungen anpassen. Ich zeige euch jetzt mal hier ein Beispiel und hier müsst ihr auf jeden Fall den Pfad zu diesem Podcast-Client an eure Gegebenheiten anpassen. Denn mein Home-Verzeichnis heißt jetzt hier Home Astronaut. Deins heißt natürlich so, wie dein Benutzer heißt. Ich sage jetzt Ctrl-O, Enter, Ctrl-X. Ich kann es mir jetzt auch noch mit Cut angucken. Das sieht gut aus. Und jetzt könnte ich mal schon mal probieren, wie diese Datei hier überhaupt aussieht. Ist die denn ausführbar? Die ist jetzt auch hier schon vorhanden und als ausführbar markiert. Ich könnte jetzt mal versuchen, den Podcast-Client schon mal zu starten. Und sehe da, der Podcast-Client startet hier schon. Beende ihn jetzt nun mal. Und jetzt möchte ich gerne auch noch ein Icon dafür haben. Das kopiere ich mir jetzt auch schon. Und zwar enthält das Archiv schon ein Icon. Das kann ich mir einfach übernehmen und an die richtige Stelle kopieren. Dazu muss ich erstmal einen Ordner erstellen. Der kann entweder .icons heißen oder .moderner wäre .localshareicons und da muss der rein. Das heißt, den muss ich erstmal anlegen, mkdir-p /.localshareicons und kann mir dann mit diesem Befehl, nämlich aus dem Quellverzeichnis, wo wir den Podcast-Client entpackt haben, das Icon nach .localshareicons Podcast kopieren. Und jetzt schauen wir mal, ob wir Podcast auch schon im Menü finden. Da ist er doch schon. Podcast ist etwas moderner, also er kommt jetzt etwas moderner daher und er hat jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, diese OPML-Datei zu importieren.
die ich mir vorher erstellt habe. Das sind jetzt meine Podcasts und da sehe ich schon den GNU Linux CH Podcast. Und hier wäre jetzt schon die aktuelle Folge. Ihr könnt es mal ausprobieren, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Podcast-Clients. Der ist jetzt ein bisschen optisch deutlich ansprechender als Gpodder. Das ist aber letztendlich Geschmackssache. Ich habe auch noch ganz gerne, weil Podcasts sind eigentlich RSS-Feeds und ich habe auch ganz gerne einen Podcast mit einem Newsreader, also einen Feedreader anzugucken oder anzuhören. Und dazu gibt es zum Beispiel den Feedreader Liferia. Den kann ich mir auch installieren, sudo apt install Liferia. Der ist jetzt hier bei SpaceFun sogar schon dabei. Jetzt gehe ich da mal rein, Liferia. Liferia ist dahingehend sehr vorteilhaft, weil er sehr leichtgewichtig ist. Also wenn ihr zum Beispiel einen etwas schwächeren Computer habt, dann könnt ihr den sehr gut mit Liferia trotzdem noch nutzen, um damit auch Podcasts zu hören. Und hier habt ihr jetzt auch wieder die Möglichkeit, Abonnements importieren. Da kann ich jetzt zum Beispiel meinen OPML-File wieder importieren und dann kann ich jetzt schon diese Podcasts hier sehen. Ich empfehle euch noch die Ansicht hier in den Einstellungen, Tools Einstellung umzustellen. Und zwar ist die Standardansicht Automatic und es macht Sinn, hier die normale Ansicht zu verwenden. Insbesondere, wenn ihr gerne Podcasts hört. Denn dann wird es so angezeigt, dass hier oben einfach nur die Schlagzeile aufgeführt wird und hier unten habt ihr direkt den Media Player, wo ihr einfach auf Play drücken könnt. Und jetzt wird im Hintergrund bereits meine Podcast-Folge abgespielt. Also ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten, Podcasts unter Linux anzuhören. Probiert es einfach mal aus, was euch jetzt zusagt, was für euch passt. Ich finde alle Möglichkeiten gleichwertig gut. Es kommt auf den Anwendungsfall an. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Meldet euch in den Kommentaren und vergesst auch nicht, unsere Telegram-Community beizutreten, denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu Themen rund um freie Software und Linux aus. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald. Tschüss.